Moin Moin und Hallo aus Island. Wir sind hier in Reykjavik, weil wir heute das Fanfest 2012 zu Eve Online besuchen. Das ist ein riesen Fanfest, wo Spieler aus aller Welt herkommen, um Eve Online zu spielen, über politische Sachen zu labern, um sich mit den Entwicklern zu unterhalten, was man in Zukunft besser machen könnte. Und Premiere diesmal ist eine spielbare Version von Dust 514. Das wird ein Ego-Shooter, der verbunden ist mit Eve Online. Das heißt, in Eve Online werden Entscheidungen getroffen und in Dust 514 und die beeinflussen den Ausgang beider Universen. Das wird heute das erste Mal gezeigt in... Wo ist es hier? Gut, dass du fragst, Trant. Hallo zusammen, das ist Island und ich zeige euch jetzt das Eve Online-Fanfest aus meiner Sicht. So, genug von dem Gedudel. Wir sind schließlich kein Reisemagazin, ja? Wow, ganz schön viel los hier im Convention Center. Trant, erzähl doch mal, was hier abgeht. So, wir kommen jetzt gerade aus dem Pressbriefing raus und haben erfahren, was wir hier sehen werden. Es wird heute das erste Mal Dust 514 gezeigt. Das geistert schon seit Ewigkeiten durch die Medienwelt, wurde aber noch nie live gespielt und das können wir heute sehen. Es gibt auch eine Hands-on-Session, dass wir selber mal spielen können, da bin ich sehr gespannt drauf. Ebenso wird es eine Demonstration geben, wie Dust 514 zusammen mit Eve Online funktioniert. Das heißt, wenn jemand in Eve Online einen Befehl gibt oder in Dust 514 einen Befehl gibt, wie die beiden Spiele miteinander interagieren können. Bin ich sehr gespannt drauf. Dann werden wir noch nichts mehr sehen, glaube ich. Das müsste es gewesen sein für heute. Ja. Weiß ich nicht, dasselbe? Naja, fast. Aber warum erklären wir nicht erstmal, was es mit dem Fanfest und dem ganzen Eve Online-Gedöns überhaupt auf sich hat? Welcome. And welcome to Iceland. Das Eve Online-Fanfest findet nun schon seit einigen Jahren in Reykjavik statt. Spieler aus aller Herren Länder treffen sich hier, um sich auszutauschen, zusammen zu zocken und natürlich den neuesten heißen Scheiß aus erster Hand von den Entwicklern zu erfahren. Quasi wie die Gamescom, nur mit weniger Leuten und es dreht sich alles nur um ein Thema. Eve Online ist kein MMORPG im klassischen Sinne. Die Spieler werden nicht auf verschiedene Server verteilt, sondern tummeln sich alle in derselben Galaxie. Alle 400.000. Krass, oder? Der Schwerpunkt liegt maßgeblich auf wirtschaftlicher Basis. Es wird viel gehandelt, erforscht, debattiert. Sagen wir, es ist quasi ein Fulltime-Job. Schiffe, Waffen und Rüstungen sind euer wertvollstes Gut. Gehen sie kaputt, sind sie weg. Ja, weg. Für immer. Klingt gut, oder? Great, love it.
Aber was hat Dust 514 damit zu tun? Sieht aus wie ein First-Person-Shooter à la Call of Duty und hat auf den ersten Blick wenig von einem riesigen MMORPG. Der Clou ist, dass beide Spiele zusammen interagieren. Dust-Spieler werden zum Beispiel als Söldner für Eve Online-Spieler fungieren und Gebiete erobern. Dafür werden sie selbstverständlich auch fürstlich entlohnt und können dieses Geld dann in neue Ausrüstung oder Fahrzeuge stecken. Der Fokus liegt hier klar auf teamorientiertem Gameplay. Das ist nicht neu, aber ein guter Ansatz. Mehr dazu erzählt uns jetzt der gute David Reed von CCP. Ein feiner Kerl. Sag an, wie kamt ihr auf die Idee, einen Shooter zu entwickeln? So I obviously wasn't here at the time, but know a lot about how that all came together. And really, at some level, there's the notion that Eve Online, in some ways, is really two different things, right? Number one, it's a PC MMORPG about flying in space, and there's a subscription fee, and there's all these things that happen with it. And then there is the single shard universe of Eve, right? Where, everyone is literally playing together, over 350,000 people in our Western business, another 50,000 in China. The fact that this is one single shard universe has made it very, very unique. And over the time that Eve has been developed, it's always been the, here's an idea, something new to do in the Eve universe, let's jam it into the Eve Online PC game. The idea with Dust was sort of a notion of, we could do a first-person shooter. We'd like to open up the Eve universe to a much larger group of people. Not everybody is looking to fly in space, right? A lot of people are looking for something a little more familiar, something a little less complex than the notorious learning curve in Eve Online, right? What better way to address that with gamers than to build a first-person shooter? However, rather than try to cram a first-person shooter into Eve Online, why don't you build it on a console where the first-person shooter experience is really well understood, where the first-person shooter gamer can be found easily, and where you can give somebody a moment-to-moment gameplay with a shooter that is exactly right for that platform and that consumer, and let them get their taste of that single shard universe, right? Of the drama, the intrigue, the assassinations and politics and economy without having to learn how to go fly in space. That's really where the idea started. And just that notion of we can let people get a taste of the Eve universe without having to ask them to master all things in Eve Online. Okay, und welche Zielgruppe wollt ihr ansprechen? Eve Online Stammspieler oder eine ganz neue Gruppe von Spielern? Brandon, du vielleicht? It's really both. Honestly, obviously you can see from the reaction of people here at FanFest, there's a lot of Eve players that are interested in Dust 514, and we're going to fully support a great experience for them. But being a free-to-play game on PS3, we expect a lot of people who've never played Eve or even heard of Eve to jump in, and that's part of the reason why we're doing this. Part of the reason why we're making a console shooter, part of the reason why we're making a free-to-play shooter on PS3 is to touch a new audience and to bring a much greater audience into the Eve universe. Und wie wollt ihr den Leuten Dust schmackhaft machen, ohne sie mit allem, was das Eve-Universum mit sich bringt, zu überrollen? Yeah, well, the first thing that happens is we have a bit of an unfair advantage over everybody else because we've got a AAA game that's free to play. Wie? Jetzt echt? Ich dachte, das war ein Scherz. Wie wollt ihr denn so Geld verdienen? Ihr seid ja nicht die Wohlfahrt oder die gelben Engel. Oh, absolutely. Yeah, I mean, again, we're not a charity. Nobody is, right? And Dust is a big investment. But what we think of, rather than thinking of Dust as a game, I think the moment-to-moment gameplay is a lot like a Call of Duty or Battle, maybe more precisely Battlefield because of how multiplayer-oriented it is, or Halo, right? However, from a business model perspective, the real spiritual predecessors there are games like League of Legends and World of Tanks, right? Where if you think about it, it wasn't that long ago that those of us in the West, whether North America or Europe, right, we'd see a free-to-play game and we'd be like, wow, that's crap, right? I mean, we just would. We just did not have any taste for that. But now you've seen League and you've seen World of Tanks, you're like, wow, you can make a great free-to-play game for a gamer, a core gamer. I mean, those are core games right there, right? And they're proud to be, and they are working because of the business model there. And so we anticipate that same sort of thing to happen now with the console gamer because we think we're really doing the first AAA game on the console that's got a free-to-play business model. And so there's a couple different ways we expect this to happen, and of course there'll be a lot more about this in the sessions tomorrow. But as an example, right?
one of the first things we think people will see an opportunity and a reason to spend some money is not upgrading your character, because that's pay to win, but to sort of side grade your character. The idea that, all right, I've unlocked this weapon, but I'd really like to try a sniper rifle instead, or I'd like to be, try some heavy armor, I'd like to try this different vehicle, right? And you'll be able to use currency to unlock those things in-game and the real currency that you spend, the ARM. Naturally, we'll have a lot of vanity items that you'll be able to spend. I mean, again, it's a customization idea. It's establish your identity in the Eve universe by buying the things that you think, you've seen some of our avatar technology in play in Eve, and we can see those ideas manifesting in Dust as well through items that change your appearance but don't necessarily impact your gameplay. Na gut, zurück zur eigentlichen Frage. Was hebt Dust von anderen Shootern ab? Dust has a much higher level of persistence than any other first-person shooter, right? In terms of leveling up your skills and unlocking more equipment, the impact that you have on a battlefield with your friends, with your clans and things like that, of actual territory control and things like that, right? It is something that we see that the shooter audience has been craving, a meaning to my battles. It's not just endless deja vu deathmatch, right? There's a reason we're doing this, and there's an impact when we do. And the second thing that they'll start to come around to over time is the fact that it is connected to the Eve universe, right? That the notion is when you go into your war barge lobby and you start looking at contracts, you'll see a lot of them from computer-generated corporations that, they're interesting, and then you'll start seeing ones that are more lucrative from player-run corporations, right? Eve corporations that are looking for the resources that a particular planet can throw off, but they need Dust mercenaries to secure that for them in order to further their aims of their own corporations. And suddenly, right, you're going to have a Dust player and a clan of players who are out there now working with these EVE Online corporation captains, and their shared plans for galaxy domination, will be discussed on the PS3, chatting with the PC. This is a huge difference, right? And it is something that we know. EVE Online is the only game that just keeps growing every single year, right? And there's a reason for that. It is because when everyone is literally playing in the same universe, and you get that taste of the fact that what you are doing matters, it has an impact in that universe as opposed to every other MMO or every other first-person shooter, right? We know that once shooters get a real taste of that, they're going to really enjoy it. But this is about is not forcing them to learn all of that before they jump in. If all you're looking to do is jump in and have a 10-minute death match and shoot a guy in the head, we're going to give you that in spades for free, and it's going to be awesome. And the more you do that, the more likely you are to take those contracts with players, to start negotiating with them and working with them. You start talking to them in real life, you come to a fan fest, you get a tattoo in Iceland, and you're in, right? That's how we think things go from there. Und wie wollt ihr es schaffen, Eve und Dust-Spieler zu verbinden? Gibt es dann einen Splitscreen mit Voice-Chat zwischen PS3 und PC-Spielern, oder wie läuft das ab? We have heard this interesting idea a couple times, and we are starting to think about it. I don't see that happening at launch necessarily, but again, not everybody is going to get to do what we did in a keynote of we've got a PS3 screen and another one and then the two PC screens, right? And it seems like such a powerful idea, right? Of being able, like, again, in my mind, I can see things like a picture-in-picture on your TV, right? Yeah, I'm flying my space thing, and there's my payload hitting the planet. Look at those mercenaries getting nuked, right? Don't know exactly when, but we really like this idea. It has come up a couple times now, and we are listening. Cool. Und wie können Eve-Spieler in Dust agieren? The first things we're talking about now are, for example, that just that epic orbital bombardment is one thing. Another thing is, of course, in the economy, right? The notion of the contracts, and contracts are orchestrated when a corporation is looking to secure the resources of a planet. Planets are broken up into districts. You do a job in a district, and if you're successful, the contract you've offered, the mercenaries fulfill it, you get the resources from that, and then the economy just goes from there, right? I pay ISK to a bunch of mercenaries to secure a territory for me. That territory gives me resources, which then I turn into ISK. I now build more ships, more ammunition, I do more contracts for more mercenaries, right? That is going to be a lot of the core gameplay. There's more. We haven't announced it all yet, but we'll be talking about some of that tomorrow. Funktioniert das auch andersrum? The flip side of the orbital bombardment are surface cannons that Dust players are able to secure and then shoot back out at EVE Online players, right? If we did a trailer at E3 last year with on the Sony stage there, where you see
you know, the impact of a Dust mercenary battle, they're successful and they secure one of these orbital cannons and they blow up a ship in space, right? So that notion of what you see in future vision of an EVE Online player bombing Dust players, or what we saw today in the keynote, the reverse is absolutely true, right? And it's exactly what you're saying, that an EVE player may say, go get that cannon for me, right? I will pay, because I want somebody to shoot that ship out of orbit, right? And you're the mercenaries to do the job. It is exactly that mirror image, if you will, of those two gameplay experiences. Und was ist mit Fahrzeugen? Ist man auf E-Spiele angewiesen oder kauft man die ganz normalen Dust? It can be both. It can be both, right? So you as a Dust player will ultimately unlock vehicles and you'll be able to buy more with in-game currency or with virtual currency as a transaction there. Or again, as we go forward, we imagine that contracts will become such a big deal that a corporation will say, okay, fine, here's the money and I'll add some weapons to your arsenal. I'll give you these weapons, I'll give you these vehicles, I'll give you this ammunition, these drop suits, right? To make the contract that much better. So it will be both, we expect. And look, it's just like an EVE Online, right? You spend 6 months fighting and grinding and mining and doing everything you need to do to build a Titan, and if that Titan blows up in combat, it's gone, right? It's not like this magical resurrection you get in a fantasy MMORPG or something else like that. There's a real sense of achievement when you build that Titan, and there's a real sense of loss when it's gone. And our vehicles are the same way, right? That you'll get vehicles, you'll upgrade them, you'll customize them, and you'll take them into battle, but don't screw up, right? You know, there is real meaning to this sort of stuff. And if you lose that tank, you're out building another one. And you may make a decision. You may have a stable of vehicles, right? Well, I'm not bringing this one into the fight because this one's just too important to me. I'm saving that for the big battles, but all right, I'll take this second-class vehicle that I've got with me into this particular battle. Same thing with my guns. Same thing with my drop suits, right? You are going to be a much more careful custodian, if you will, of your assets in Dust than you might be in a typical first-person shooter where you're just going to infinitely respawn and have all these deja vu battles all over again. Okay. Kannst du mir als Noob den Unterschied zwischen Sandbox und Theme Park erklären? Gibt es da überhaupt einen? Was macht ihr anders als andere Entwickler? It is that in the sandbox game, right? It is the players who are writing the stories, right? You know, again, like here's a fun example, right? You know, like there's all this discussion right now about the community being angry about the Mass Effect 3 ending. You know what? If you don't like the ending, there is no ending, but if you don't like the storyline in EVE Online, go out and change it, right? You know, no matter how much choice other developers are telling you they're giving you, they're just giving you choices among a limited set of options they have chosen. But they're not giving you the just total liberated freedom that EVE Online does to be as good or as bad a person as you wish, to play whichever role you wish, right? This is really what the sandbox is about, and it's why EVE is the only game that just keeps growing every single year, right? It's been a little hard to get people into, right? You know, it's that notorious learning curve, but we do believe now, right, with Dust 514 is the first example of this, of rather than cramming yet another experience into the EVE Online client, we're just going to build a great AAA first-person shooter on the console where tens of millions of people already know how to do that. And when they do, and they start playing, and then they start hearing these stories, right? They start getting, whoa, this contract's from some real guy. Well, let me talk to that guy. Who's that guy? Oh my God, he runs this corporation. He's been playing for 5 years. What the? Again, it will blow people's minds in the same way, the same experience that, I mean, this is my first FanFest too, right? And to just sit here and listen to these people and see the stories and the emotion on their faces, there's nothing like it. There really isn't. Möchte noch jemand was zu Dust sagen? Brandon vielleicht nochmal? I mean, it's an MMO FPS. It's a solid entry into the MMO FPS genre. I think you see a lot of shooters adding in sort of RPG and MMO kinds of features into their games. You see this with Call of Duty Elite. You see this with Battlelog, but these are just baby steps towards what we're doing. So we're already matching those sort of things feature for feature, but already going far beyond that, and that's what we're just doing right out of the gate. So if that's our starting point, just imagine where we'll be in a couple of months or a year from now. Naja, wir werden sehen. Danke auf jeden Fall für den netten Plausch. Der furchtlose Trant hat sich derweil auf den Weg zum Dust-Mini-Turnier für Presse und Fans gemacht, um zu testen, ob der Shooter hält, was die Entwickler versprechen. Vielleicht ist es ja wirklich mal was ganz Neues. Bisschen dunkel hier. Das ist jetzt ein 48 Spieler-Match. 24 gegen 24.
gemischt aus Journalisten und Spielern, die jedes Verhältnis besuchen. Dann mal viel Glück. Wir zählen auf dich. Schon nach kurzer Zeit weiß Trant nicht mehr weiter. Was ist denn da los? Captain Cowboy zur Rettung. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mir eben erst erklären lassen, was wir eigentlich genau machen müssen. Wir müssen so 2 Bunker hacken oder so und dann haben wir gewonnen. Aber es gibt noch so viele Sonderregeln, die ich einfach nicht gepeilt habe. Während Trant versucht, die Lage zu checken, gehe ich mal rüber und schaue, was die Konkurrenz so macht. Da bin ich. Das Verteidigerteam stellt sich da weitaus besser an als die Angreifer. Soweit ich es beurteilen kann, haben sie wenigstens verstanden, worum es geht. Stellung halten, Bunker verteidigen. Ist doch gar nicht so schwer. Diese Jungs haben zum Beispiel zu dritt einen Heli besetzt. Einer fliegt und 2 ballern, was das Zeug hält. Tja, und so passiert das Unvermeidliche. Was haben wir falsch gemacht? Ist die Zeit abgelaufen? Wir haben verloren, aber wir wissen nicht wieso. Ach naja, ihr habt euch ganz gut gehalten. Aber sag doch mal, Trant, was taugt das 514 deiner Meinung nach? Es gibt verschiedene Missionen, sodass man wahrscheinlich Computer hacken muss oder Geschütztürme kann man hacken. Mit diesen Geschütztürmen, die dann gehackt wurden, kann man dann die Raumschiffe im Orbit angreifen. Und das ist wirklich interessant, weil es halt plattformübergreifend passiert. Dust 514 ist ein PS3-exklusives Spiel und du hackst in einem PS3-Spiel Geschütztürme, die dann auf dem PC in Eve Online Raumschiffe abschießen. Das ist schon ganz geil. Andersrum geht es natürlich auch, und das ist auch der Hauptzweck, dass Dust 514-Spieler die Jungs im Orbit in Eve Online anfunken können und sagen können, hier schick mir mal einen Airstrike runter auf die Base am Boden und mach die Leute kaputt. Und dann schicken die Eve Online Player einen Airstrike runter und die Basis ist im Arsch und die Jungs im Ego-Shooter haben jetzt freie Bahn. Das ist das erste Mal, dass zumindest soweit ich weiß, so eine plattformübergreifende Kommunikation stattfindet. Und das haben sie uns auch präsentiert auf der Keynote. War schon recht geil eigentlich, wenn du dann siehst, dass 2 Ego-Shooter-Leute auf dem Boden rumkrebsen und dann holt er so ein Armpad raus und fordert diesen Airstrike an. Und dann siehst du 2 Raumschiffe im Orbit, die dann halt diesen Airstrike runtersenden. Und im Spiel auf der PS3 hagelt es dann halt Raketen auf dem Boden. Das ist eine echt interessante Sache. Was CCP damit versucht, ist, dieses komplexe Eve Online-Universum ein bisschen der Masse zu öffnen. Das heißt, Eve Online ist ein ziemlich komplexes Massively Multiplayer Online-Rollenspiel mit Raumschiffen im Weltraum, was eine ziemlich hohe Einstiegshürde hat. Und durch Dust 514 möchten sie halt ein bisschen so die Casual-Player abgreifen, die vielleicht jetzt nur mal eine schnelle Runde Ego-Shooter spielen wollen. Und wenn sie sich dann für Dust 514 entscheiden, merken sie, okay, da ist eine Connection zu einem anderen Universum, meine Gefechte bewirken irgendwas. Wenn ich hier unten eine Schlacht gewinne, dann profitiert jemand da oben davon und auch ich profitiere davon, indem ich Geld verdiene und meinen Charakter aufrüsten kann. Das macht das Ganze viel interessanter als gewöhnliche Ego-Shooter. Bei Dust 514 hat das, was du tust, eine Bedeutung, eine längerfristigere Bedeutung. Und das ist was ich auch wirklich reizvoll finde, dass du quasi was bewirken kannst anscheinend. Wie sich das auswirkt, wird man noch sehen. Ob es jetzt nur im Sinne von Geld ist oder ob man dann auch als Dust 514-Player mehr in diese ganze Drama-Geschichte eingebunden wird man alles noch sehen. Aber die Basis ist da und es klingt nach einem ziemlich geilen Konzept. Die wollen demnächst, glaube ich, im April eine Closed Beta starten. Da habe ich auch einen Key für und vielleicht gucke ich da sogar mal rein. Ja, ziemlich sicher gucke ich da mal rein. Und dann wird sich zeigen, wie sich das Ding weiterentwickelt. Heute haben wir auch eine Eve Online Keynote gesehen und das war super lame. Wenn du da nicht drin bist und guckst dir diese Keynote an, raffst du die Welt nicht mehr. Da sitzen Tausende von Leuten im Kino und da wird dir erzählt, okay, we are focusing on spaceships. Und alle jubeln. Und ich denke mir, okay, es ist ein Spiel über Raumschiffe, warum jubeln jetzt alle? Und dann später noch, warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben. For the next year, we are making spaceships the serious business that we're going to focus on. We're not doing anything else. Wir haben Corporate Marks, Bookmarks. Corporate marks. This is.
Wir haben Logistics Live-Server, alle jubeln wie Sau. Logistics lifesaver. Es ist ungefähr so, als würde dir jemand sagen, okay, wir haben hier eine Paprika, keiner sagt was. Wir haben einen Apfel, keiner sagt was. Wir haben eine Sternfrucht. Was zur Hölle, Sternfrucht? Oh mein Gott! Stop it! Im Grunde finde ich das alles ziemlich geil, was ich hier heute gesehen habe. Ich war wirklich überhaupt nicht begeistert von dem Thema, bevor ich hergekommen bin, weil der Shooter für mich wirklich sehr gewöhnlich aussieht und weil Eve Online für mich kein Thema war. Das ist ein PC-Spiel für, ich sage jetzt mal, absolute Nerds, weil das so eine extreme Komplexität hat. Aber ich bin jetzt hier und habe ein Bild davon bekommen, was das alles bedeutet. Das ist schon eine ganz andere Nummer, die wirklich interessant ist, wie das alles zusammenhängt und welche Eigenheiten das Ganze hat, Eve Online und Dust 514. Ich finde es hochinteressant und es ist ein ganz neuer Ansatz, also diese beiden Spiele, das ergibt für mich ein großes Ganzes, was andere Spiele nicht geben. Es scheint wirklich so eine größere Stufe des Gamings zu sein, sage ich mal. Eine Stufe, wo man eigentlich einfach deutlich mehr machen kann, wo deine Aktionen viel mehr Bedeutung haben als in anderen Spielen, wo einfach viel mehr miteinander gesprochen werden muss. Es ist schon fast ein bisschen Serious Business im Gegensatz zu anderen Spielen, die einfach nur just for fun gespielt werden. Und das hat mich überrascht. Wusste ich vorher nicht. Finde ich geil. Ja. An der Stelle muss ich nochmal den alten Kollegen Hauge grüßen. Der hat nämlich gesagt, Dust 514 kommt nie raus. Ja, jetzt bin ich hier in Island, es kommt eine Closed Beta. Das Spiel erscheint. Und wir berichten drüber. Hauke. Hauke sei hiermit herzlichst gegrüßt. Und weil so ein Event immer hektisch und stressig ist, geht's jetzt weiter zum CCP-Studiobesuch. CCP hat uns freundlicherweise auf einen Hausbesuch eingeladen. Da gab es wie in allen anderen Studios eine Menge wichtigen und unwichtigen Kram zu sehen. Im Grunde nichts Spannendes. Was aber spannend ist, ist, dass CCP 1997 gegründet wurde und seitdem zu einer der größten Arbeitgeber Islands herangewachsen ist. Ist ja auch nicht schwer in einem Land mit nur 300.000 Einwohnern. Eve Online ist ihr Aushängeschild und durchaus erfolgreich, denn es ist das einzige MMORPG, dessen Spielerzeit kontinuierlich steigt. Deswegen bereiten sie gerade auch die Invasion des japanischen Marktes vor. Nach China haben sie es nämlich schon geschafft. Leider sind diese Räume und Köpfe an Schreibtischen alles, was wir sehen durften. Alles andere ist Betriebsgeheimnis und streng geheim. Naja, der große lustige Mann da hat uns dann noch ein paar aus dem Spiel übernommene Waffen gezeigt und da war die Tour auch schon fast wieder zu Ende. Und, habe ich nicht gesagt, relativ unspektakulär. Aber dem Trant haben die Kekse sehr geschmeckt. Das war's auch schon fast von mir. Zum Schluss noch die Top 3 meiner Erlebnisse hier, angefangen mit den besten Eve-Geschichten. Eine Geschichte, die ich gehört habe, die vor längerer Zeit schon passiert ist, ist, dass jemand in Eve Online mit seinem Raumschiff überfallen wurde. Er wurde ausgeraubt und dann hat er sich hingesetzt und hat einen Plan entwickelt. Und zwar hat er sich in die Ränke der Piraten, nenne ich sie jetzt mal, also in die Ränke der Leute, die ihn überfallen haben, hat er sich eingeschleust, hat sich diese Ränke nach oben gearbeitet, bis er halt das Sagen hatte, bis er quasi on top of this corporation war. Und danach hat er die gesamte Kohle dieser Corporation, so nennen sich diese Vereinigungen in Eve Online, an seine ursprüngliche Corporation überwiesen, sodass die Corporation, die ihn vorher überfallen hatte, kein Geld mehr hatte. Und das hat er in akribischer Kleinarbeit geplant und hat alle übers Ohr gehauen. Und das sind Sachen, die wahrscheinlich in Eve Online passieren können und in anderen MMOs nicht. In 2009, the population of Eve Online surpassed the population of Iceland. And you know, again, talking about politics, right? So we have this democratically elected body of players, the Council of Stellar Management, right? And so we're having our CSM elections just finished up here, and we're talking about who won the election. There's 9 seats on the council, and people are campaigning. They're doing videos. They're talking to players. They want to be elected to this, and they come to Iceland twice a year to sit with the development team and give them the feedback from the community of here's what your community wants to see in game. It's just like being elected to an office. And in fact, right, so we're having elections right now in the States
for our Republican primary, right, to determine who's going to run against President Obama. And we have seen more votes from EVE Online players for their virtual government representative than we are seeing in the States for many of our states, right? More people voted for CSM reps in EVE Online than voted for the Republican president candidate for like a dozen states in America. It's really, really amazing. Yeah. May God bless you, and may God bless the United States of America. Platz 2 geht an die Eve Online-Party und die CCP hauseigene Developer-Band. Von Rock über Pop bis hin zum Portal-Song haben die alles gespielt. Der Hammer. Die Blaue Lagune ist eines der beeindruckendsten Naturschauspiele. 40 Grad warmes Wasser direkt aus dem Vulkanboden. Ein Ort, an dem schicksalhafte Dinge passieren. Und weil ihr so lieb und brav durchgehalten habt, gibt's zum Schluss noch eine süße Katze.